Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die Phantom Leaf Serie Teil Nummer 8, das Assaulter Cape Gen 1. Das Assaulter Cape G1 ähnelt dem Assaulter Gilly. Wir haben dasselbe Material, dieses wunderschöne, luftdurchlässige, reißfeste, infrarotsichere Mesh-Material, auch mit dem Wellenschnitt wieder. Allerdings haben wir hier beim Cape ein bisschen mehr Frontabdeckung. Wir hatten beim Assaulter Gilly nur einen Knopf. Hier haben wir jetzt zwei Knöpfe. Auch wieder schön gelöst mit einer Flappe, dass keiner von den Knöpfen exponiert ist. Nichts, was irgendwie verräterisch sein könnte, ist hier nach außen sichtbar. Das ist wirklich alles nochmal immer schön unter einer Flappe verdeckt. Bei einem Cape braucht man natürlich auch eine Kapuze. Die ist hier vorhanden. Hier haben wir uns zuerst ein bisschen gewundert, warum hier eine gerade Kante ist, kein Wellenschnitt. Aber das ist die Besonderheit am Assaulter Cape. Hier habt ihr nämlich eingearbeitet schon den Gesichtsschutz und der kann auch noch ein bisschen mehr. Der ist einfach hier als Netz hinten rein gestopft. Da habt ihr auf der Innenseite einen großen Slotted Button mit einer Schlaufe, wo das Netz dann am Rücken getragen wird, damit es nicht stört. Dann könnt ihr das hier über euer Gesicht hängen. Und wenn ihr jetzt nur das Gesicht abtarnt, stopft ihr einfach den Rest hier rein, dass euch das nicht im Weg rumhängt. Macht das hier, lockert das ein bisschen auf. Und damit habt ihr auch eine dreidimensionale Gesichtstarnung, die sehr, sehr schnell angelegt ist und die ja, von der Sicht her auch überhaupt nicht euer Sehfeld beeinträchtigt. Ja, guckt dann durch einen leichten Schleier durch und das war's. Jetzt habe ich gesagt, wenn ihr das nicht anderweitig nutzen wollt, wenn ihr das hier reingestopft habt. Das ist nämlich die Besonderheit an diesem Netz. Das ist nämlich sehr, sehr lang und hat dann hier im unteren Bereich nochmal einen Kordelzug. Das heißt, wenn ihr mit einer Waffe arbeitet oder als Beobachter mit einem Objektiv von der Kamera, könnt ihr das Netz einfach nach vorne ausspannen, das festziehen am Zielfernrohr, in der Waffe, am Körper oder auch am Objektiv von der Kamera und habt dann damit einen Tunnel geschaffen, durch den ihr durchgucken könnt, der komplett blickdicht ist und habt damit auch schon mal die wesentlichen Teile eurer Waffe oder eurer Kamera damit abgedeckt. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, dass es hier gleich mit drin ist und dass es so lang ist. Also das hat mir super gut gefallen an diesem Cape. Beim Assaulter Gilly habt ihr die Ärmel zum Knöpfen gehabt, die gingen auch nur hier bis zur Hälfte des Armes, um den auch schnell ablegen zu können. Das soll hier nicht so sein, denn hier haben wir einen durchgängigen Ärmel, der auch eine ordentliche Überlänge hat. Das heißt, man hat einen schönen Faltenwurf, wenn man hier dann seine Hand befreit und das ein bisschen nach hinten zieht. Das ist jetzt hier mit dem Dummy ein bisschen blöd zu zeigen. So. Jetzt habt ihr hier den typischen Faltenwurf, der dann auch nochmal eine 3D-Struktur ergibt. An den Händen habt ihr wieder die also eigentlich die Gauntlets aus Teil 7 mit eingebaut. Also die braucht ihr hier nicht extra nochmal anziehen. Typischer Handschuh, der eure Bewegung der Finger hinter dem Schirm verdeckt, immer am Finger fixiert werden kann und auch ohne Probleme mit Handschuhen an- und ausgezogen werden kann. In der Generation 1 habt ihr kein Lochband, das seht ihr hier, macht auch nicht unbedingt Sinn im urbanen Gebiet, wie wir hier sind mit Z4 oder auch mit Z3B Schneetarn. Da habt ihr dann bei dem Assaulter Cape ein Rückenteil, was bis zu den Füßen geht.
Jetzt kommt's. Es ist aber kein durchgängiges Rückenteil, was bis zu den Füßen geht, sondern ihr habt hier bis knapp oberhalb der Hüfte nochmal den Wellenschlagschnitt und darunter habt ihr hier das Teil angeknöpft. Das kann man hier nämlich ganz einfach auch abmachen. Und dann hat man hier nämlich ein komplettes Planenteil, das man nochmal anderweitig nutzen kann. Und wozu zeige ich euch jetzt, wenn ich es abhabe. Das geht auch relativ fix. Es sind 8 Knöpfe. Und damit habt ihr hier ein 1,5 Meter mal 1,5 Meter großes Tarnnetz oder Tarnüberwurf, den ihr nochmal nutzen könnt, um zum Beispiel einen Rucksack abzutarnen oder die Waffe oder was auch immer ihr euch noch vorstellen könnt zum Abtarnen. Wir haben hier zusätzlich zu der Knopfleiste, die am Cape dran ist, nochmal an der Seite hier so eine kleine Naht, wo man nochmal 2 Knopflöcher hat, in der Mitte zusammengenäht. Das heißt, die kann man dafür nutzen, dass man entweder Beinlinge anbringt oder aber man kann hier dieses Knopfloch nehmen natürlich und wenn man hier eine Cargohose hat mit Knöpfen, kann man da auch dann das am Bein fixieren und damit hätte ich dann das Cape wirklich nochmal am Oberschenkel fixiert, damit das nicht so herumweht, wenn ich mich fortbewegen muss. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, das zu nutzen. Aber der Hauptzweck bzw. die Grundidee an dem abknöpfbaren System war, dass ich das Ganze auch nach vorne bringen kann. Hier seht ihr jetzt einmal das Cape mit dem Rückenteil vorne angeknöpft. Ihr habt nämlich hier nochmal unterhalb eine zweite Knopfleiste liegen, die ihr dafür nutzen könnt, das Cape, den Umhang, das untere Teil vorne anzuknöpfen. Warum macht man das? Das nutzt man dafür, wenn man sagt, okay, hinten ist die Tarnung jetzt nicht so wichtig, der Feind ist vor mir, nicht hinter mir und ich brauche jetzt wirklich eine vordere Tarnung. Und gerade wenn ich jetzt observiere oder irgendwo in einem vorgeschobenen Posten bin und viel vorne hantieren muss, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, meine Handlung zu verdecken. Ja, man kann hier wirklich, das ist nicht für die Fortbewegung primär gedacht, ja, sondern wirklich dafür, dass ich jetzt mich abknien kann und diese typischen Stellen, die herausgucken, die Knie, die verräterischen Sachen oder die Handbewegungen, das kann ich jetzt alles hinter diesem Cape schön verstecken. Ja. Oder aber auch natürlich genauso wie auch mit dem Netz am Kopf kann ich auch hier das Cape nutzen, um Sachen vor mir nochmal abzutarnen. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, finde ich. Vor allem, wie gesagt, dass man es komplett abnehmen kann und damit dann auch wirklich autark arbeiten kann. Wenn eine Tarnung tagsüber funktioniert, funktioniert sie auch nachts. Das sieht man hier gut in dem monochromen Bild. Das Wasp 2 arbeitet hier perfekt, obwohl es die urbane Tarnung ist, im Wald funktioniert. Dazu kommt natürlich noch die perfekte Infrarotunterdrückung, die in dem Netzmaterial genauso eingearbeitet wurde wie auch in der regulären Uniform und entsprechend tarnt. Zum Abschluss nochmal eine sehr, sehr schöne Szene, wo man sieht, mit normaler Kleidung und mit Wasp 2 perfekt in den Wald eingegliedert, zack und weg. Damit sind wir am Ende vom Assaulter Cape G1. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was für mich persönlich jetzt sinnvoller wäre. Das eine ist schnell und leicht, gute Tarnwirkung und hier hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr, um einfach noch mal bei einer längeren Beobachtungsphase, wo jetzt die Mobilität nicht im Vordergrund steht, hat man hier einfach noch mal ein bisschen mehr Mittel gleich mit an Bord, wie zum Beispiel das Kopfnetz und die integrierten Gauntlets und natürlich auch das Cape, was ich von vorne nach hinten versetzen kann. Coole Sache. Ihr bekommt die Phantom Leaf Produkte bzw. die Assaulter Ghillies und auch das Assaulter Cape überall dort, wo man Phantom Leaf Produkte kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommt wieder. Mit Phantom Leaf geht es bald weiter. In diesem Sinne sage ich, macht's gut, bis dann, bye bye.